Und damit schauen wir nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, guten Morgen. Also der ukrainische Präsident Selenskyj, der spricht nun von 92 eingenommenen Ortschaften innerhalb der Region Kursk. Wie sieht das denn allerdings aus russischer Sicht aus? Also diese Zahlen kann ich so nicht bestätigen und das eigentlich Traurige ist, dass ich das auch in keinster Weise verifizieren kann. Wir haben immer die Angaben der ukrainischen Seite, wo manche sagen, das ist absolut überhöht und übertrieben, und dann haben wir die Angaben der russischen Seite, wo dann hier schon von einer allmählichen Stabilisierung gesprochen wird, gerne und häufig von diversen Kriegsbloggern, und auch das ist nicht klar, ob da wirklich schon eine Stabilisierung stattfindet. Das heißt, wir haben da in der Provinz Kursk eine absolut unübersichtliche Lage weiterhin. Was wir alle sehen können, ist, dass die Ukrainer mit großen Kontingenten im russischen Kernland sind, sich nicht in die Enge treiben lassen von den Russen und weiter angreifen. Und wie stark jetzt der Expansionsdrang der ukrainischen Streitkräfte im russischen Kernland wirklich ist, wird die Zeit zeigen. Also das Einzige, was wir definitiv wissen, ist, dass die Russen große Probleme haben, mit den Ukrainern da fertig zu werden. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch die russische Führung, zumindest aus der Ferne, beobachtet das, soweit ich kann, immer wieder auch die Interviews mit Außenminister Lavrov, mit dem außenpolitischen Berater von Wladimir Putin, Juri Uschakov, oder auch Putin selbst. Und diese Männer machen nicht den Eindruck, als ob sie jetzt besonders nervös wären. Ich denke, richtig ist, dass dieser Einbruch der Ukrainer ins russische Kernland eine geradezu gigantische Ohrfeige für die russische Führung ist, aber ich denke auch nicht mehr. Ich habe den Verdacht, dass Putin der Meinung ist, dass dieses Problem früher oder später gelöst wird, vom Tisch ist, und Putin wird wohl weiter seine Ziele verfolgen, so viel Gebiete wie nur irgendwie möglich in der Ukraine zu erobern, um das ganz vereinfacht zu sagen.